Der voll integrierte B780 von Hymer in der Modellvariante 2021 ja auf Mercedes-Benz Sprinter. Hier steht er und jetzt schauen wir uns mal den Teilintegrierten an, hier auf der rechten Seite von Hymer. Ja, teilintegriert mit Mercedes Sprinter Basis. Hier vorne ist er. Wir gehen mal kurz drum rum, haben das Fahrzeug mal geblockt. Wir sind in Sulzemoos bei der Freistadt. Hier ist die Marlene. Hallo Marlene. Und so sieht das Ganze dann auch nochmal von hinten aus. Der eine silber, der andere in weiß. T780, typische Mercedes-Benz-Optik hinten drauf, die da ist. Und sie sind just eingetroffen, die 2021er Modelle von Hymer, und sind auch schwer umringt. Deswegen haben wir ihn mal hier geblockt am Donnerstag. Hier steht er, Hymer B-Klasse. Im LT 780, 86.990 Euro ist der Grundpreis. Wie er hier steht, 120.280 Euro, und es gibt einen Sonderpreis, 110.990, und das ist die Ausstattung. Er hat einen Mercedes-Benz Sprinter 4,43T, 418 CDI mit 177 PS und jede Menge Assistenzsysteme mit drin. Wenn Sie auf 4K umschalten, dann können Sie es auch richtig gut lesen. So sieht das Fahrzeug aus. Ja, Marlene, komm mal kurz raus. Fahrerhaus in Silber, der Aufbau in Weiß. Die Leichtmetallfelgen von Mercedes-Benz sind mit drauf. Ein Mercedes. Ja, diesmal ein Mercedes. Mercedes-Aufbau vorne, also teilintegriert, voll integriert. Wir können uns das gleich mal anschauen. Das Platzangebot von beiden ist unterschiedlich. Wir werden beide jetzt mal beleuchten. Der teilintegrierte vorne etwas enger, aber vielen Leuten kommt das sehr entgegen, weil so die automotive Front von Mercedes-Benz ja das Ganze sehr, sehr sportlich macht. So sieht es von vorne aus. Schon sehr schick. Man bekommt weltweit Service dafür. Das heißt, egal wo du irgendwo mal stecken bleibst, der Service ist wirklich weltweit, und hier hast du dann die Seitenansicht vom Fahrzeug. Sieht so aus. Mal ganz kurz rein. Da ist er. Ja, fangen wir an mit dem Kofferraum. Last but not least, große Garage, auf beiden Seiten zu beladen. Eine Thule Omnistor mit drin. Und einfach ziehen. Genau. Oder open. Du liebst diese Schlösser, gell? Ja, ich mag diese unheimlich. Aber es steht ja auch drauf, ne? Steht drauf Open 180 Grad, ist eindeutig drin. Und das ist die Garage in Filz hinten mit Hymer drauf. Und für immerhin knapp 40.000 Euro Ausstattungsdetails nochmal mit eingebaut. Hinten kleine Ablagen mit drin. Die gleiche Tür nochmal auf der anderen Seite. Und die maximale Belastung von der Garage 350 Kilogramm. Alles ist natürlich mit Riffelblech ausgelegt und mit einem Anti-Rutschboden. Wenn du mal kurz hochhebst, Marlene. Den Boden? Ja. Da ist die Anti-Haftmatte und die Einstiegsleisten mit Riffelblech. Zooösen dabei an der Seite. Und eine große Beleuchtung auf beiden Seiten. So, da ist noch eine Steckdose, 230 Volt. Und der Lichtschalter. Ne, zwei Steckdosen. So, das ist das Heck. Wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Hier ist im Moment so ziemlich die Hölle los. Hier sind alle Servicebücher nochmal drin vom Fahrzeug. Einweisung 1-2 Stunden. Ja, es boomt in der Branche, so sieht das Ganze von innen aus, und hat nochmal eine Alu-Beplankung unten. So, 230 Volt Eingang hier vorne. Dann die Leichtmetallfelgen und Stauraum. Kompletter Doppelboden zum Durchladen von vorn bis hinten. Ja, das ist ganz praktisch, ne? Da kannst du wirklich komplett ausnutzen. Gehen wir kurz auf die Fahrerseite. Wenn du mal gerade die Fahrertür aufmachst, bitte. Jetzt mal reinschauen. Weißes Leder dominiert. Das hier ist die
Innenausstattung mit Getränkehalter. Ja, das Original Mercedes-Benz Cockpit mit natürlich dem großen M-Box-System drin. Und so sieht die Anpassung des Fahrerhauses an den Aufbau. Im Detail alle Dichtstellen. Schön weißes Leder. Etwas schöner als die Seriensitze. Bitte? Etwas schöner als die Seriensitze, das Leder. Ja, das Leder sieht traumhaft aus. Gefällt mir auch sehr gut. Schauen wir uns aber gleich mal innen an. Du hast schon mal geübt, die Sitze zu drehen? Ja, ich musste ein bisschen nachschauen. Jeder Hersteller ist doch ein bisschen anders, aber ich habe es gefunden. War gar nicht so schwer. Da vorne blickt mir schon ein Hebel entgegen. So, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Fahrzeug ist zu. Nee, zumachen. Passt. So, die automatische Sattanlage ist drauf. Der Gaskasten ist zu. Der bleibt auch zu, aber das Heck hinten hat dann nochmal eine Öffnung. Und hier hat man dann nochmal einen Wasseranschluss. Also Gaskasten 2x11 Kilo, Duo Control eingebaut. Hier unten habe ich noch ein Staufach. Hier drunter. Ist abgeschlossen. Ich werde jetzt gleich mal einen Schlüssel besorgen, dass wir das mal machen. Da mal reinschauen. Ich gucke mal gerade drunter. Und das Fahrzeug. Cool. Gleich mal hier tatkräftige Hilfe organisieren. So. Auf geht's rein. Eine große Thule Omnistore über die ganze Breite. 3 Stufen. Das Mülltrennsystem direkt am Eingang. Große Fenster. Und eine 2-Punkt-Verriegelung. Wir sind drinnen. Mach mal zu die Tür, bitte. Und es ist etwas ruhiger. Alles ist hier im Moment offen mit Lüfter. Ja, großes Panoramafenster direkt oben drüber. Das heißt, hier hast du Licht pur, wenn du drin bist. Es wirkt ja nicht so dunkel. Jetzt sind wir natürlich gerade drin. Und da vorne ist das Cockpit. Das heißt, du merkst also nach vorne hin, es ist dann nicht so ganz so weiträumig, also wie im vollintegrierten. Aber es gibt die und preislich trennen sich ja auch nochmal so einige 1000 Euro nochmal zwischen dem vollintegrierten und dem teilintegrierten. Sehr schickes Fahrzeug. Ja, dreh mal. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich der Raum erweitert dann. Funktioniert ohne Probleme. Einmal anheben den Hebel und dann geht das auch schon nur drum herum. Die Beine sollte man aber dann rechts außen halten, weil man sonst im Cockpit nicht vorbeikommt. Ja, auch der zweite Sitz lässt sich drehen. Marlene Waldemar deines Amtes, die Spezialistin fürs Sitze drehen. Dann kann ich nämlich euch gleich mal so das Raumgefühl und das Raumvolumen einfach mal zeigen. Ich glaube, ein kleines bisschen nach vorne noch. Genau, den Sitz. Und einmal drehen. Du hängst noch, genau, jetzt. Ja, man muss tatsächlich erstmal ganz nach vorne schieben und dann kommst du erst vorbei. Die Leute schreiben immer Kommentare, ja, hättet ihr euch nicht besser vorbereiten können, ja, aber gerade das Thema Sitzdrehen, also es gibt ja, ich sag mal so Leute, die zum Beispiel beim E-Bike nur beachten, wie schnell kann man den Akku ein- und ausbauen und vergeben danach Noten. Also wenn Leute sich da die Finger brechen beim Akku ausbauen, gibt das einen Abzug. Und Sitze drehen, das war jetzt einfach, wenn man weiß, wie es geht? Wenn man weiß, wie es geht, ein paar Mal getan hat, gemacht hat und vor allem, dass man auch erstmal nach vorne schieben muss. Also ich meine, jedes Auto hat ja einen ganz anderen Abstand zum Cockpit und anderer Aufbau, klar. Du kennst das Fahrzeug noch gar nicht, richtig? Nee, überhaupt nicht, deswegen. Ne? Also man muss dann schon ein bisschen erstmal rumprobieren.
So, hier vorne sieht man, also da könnte man jetzt an der Tür direkt mal, hat man einen Haken mit drin von Schaut die Technik. Oben drin eine Truma Kombi 6 mit eingebaut. Das ist der Gasflaschenumschalter, hast du ein kleines Detail schon entdeckt. Genau. Stauraum am Eingang. Ja. Es geht noch weiter hoch. Ja, ich denke mal, wenn du Kissen wegnimmst. Kissen wegnimmst, kannst du das, denke ich, komplett entfernen. Ja, es ist miteinander fixiert. Mal gucken. Ja, es ist fixiert unten. Okay. Kannst es hochklappen. Das heißt jetzt so, wie es jetzt war, hast du es nur ein Stück weit aufbekommen. Genau. Aber so kannst du es komplett öffnen, wenn das so Wunsch ist. Und das war hier fixiert. Da ist die Lasche von dem Kissen unten drunter mit dem Klett, das Gegenstück. Ja, mach nochmal dran. Wenn man es nur leicht anheben möchte, dann reicht das natürlich, klar. Also der Sitz ist auch nicht zugelassen während der Fahrt. Es gibt extra einen Aufkleber hier unten drauf. Hier unten ist der Luftausströmer. Doppelboden. Da oben habe ich noch mal eine kleine Garderobe mit drin. Die Lampen haben wir mal angemacht. Überall hat man viel Licht, Leselicht oben drüber. Das sind so Schwanenhälse. Auch die mal kurz zeigst. Die sind flexibel oben. Da stehen wir kurz auf. Dann kann man die einfach sich bewegen, wie man das möchte. Oder kann sie auch ganz einklappen. Siehst du, hinten ist eine Halterung. Ja. Kannst du die komplett Wow, reinstecken. die sind ja wirklich sehr flexibel. Dass man die dort befestigen kann. Ja, die Ablage vorne, die Integration. Hier vorne hast du nochmal Kästen. Das ist fixiert, ja. Da sind Kästen drin. Kleine Staufächer. Ja. Großer Spiegel übrigens am Eingang. Da ist er. Mit Filz unterlegt. Und der Griffleiste. Genau. Dann kleines Detail hier vorne ist natürlich das Fahrerhaus. Wenn du dich mal gerade auf den Fahrersitz setzt, dann zeige ich mal gerade. Genau. Du darfst dich mal kurz drehen mit dem Sitz. Naja, einmal ist keinmal. Ja. Es ist schon ein bisschen enger, muss man sagen, als beim Vollintegrierten. Ich zeige das mal gerade. Einmal Beine rüber. Das ist definitiv enger. Das ist mal, wenn du aus dem der Beinabstand. Also einer nach dem anderen. Die werden sich jetzt wahrscheinlich totlachen, werden sagen, mein Gott, habt ihr noch nie im Teilintegrierten gesessen. Aber es funktioniert. Und das wäre dann so der Fahrersitz mit drin. Das Multifunktionslenkrad mit drin. Vorne Cockpit. Dann auf der linken Seite hast du dann die typischen automotiven Verstellmöglichkeiten, Spiegel und Co. Und das große M-Box-System, Multimedia, das man gerade einschaltest. Der Einschalter ist rechten Seite. Es bootet dann auch. Frage, länger drücken oder... Ne, es sollte jetzt kommen. War das? Ja, drück mal ein bisschen länger. Jetzt kommt's. Jetzt, ja, länger. Mercedes-Benz hier unten. Siehst du auch noch so ein paar kleine Helferlein. Klimaanlagensteuerung, natürlich Klimaautomatik hier in dem Fall. Genau, wenn du mal drückst auf System starten. Starten. Genau. Jetzt kannst du noch Profil erstellen, das war offenbar noch gar nicht an. Kannst also wie bei Netflix, kannst du sagen, okay, ich bin der und der und der, je nachdem was du machst, ja, überspringen. Und aktuelle Position. Gucken, ob er eine findet. Sulzimos, Ziel aus der Karte, sehr süß. Zu Hause. Ja, genau. Wir sind hier zu Hause, im Moment zumindest. Das Auto im Moment zumindest. Ja, schön. Ja, mach nochmal weiter. Aktuelle Position. Kein Gerät verbunden. Und jetzt kannst du links oben ist die Home-Taste, siehst du? Ja. Und dann kommst du auf Radio, absolut hot und Medien, Navigation und so weiter. Du kannst mit dem Finger, wenn du drüber fährst, einfach im Prinzip streichen. Das Meinst du? Genau. Sicher? Nee, drauf fassen aufs Display. Ja. Und dann streichen. Ah. So, und dann kommt die Info. Wischen. Danke. Du meinst Wischen. Vision Impossible. So, geh mal gerade auf Einstellungen. So, Assistenz. Geh mal gerade auf Assistenz. Mal schauen, was er drin hat. Aktiver Bremsassistent, Attention-Assistent, zurzeit nicht verfügbar. Gut, Zündung muss eingeschaltet werden. Ja, auf jeden Fall ein schicker Wagen. Da vorne ist das Verdunklungssystem, das kennst du ja schon. Ja. Das trifft sich dann in der Mitte. Ah, okay. Das ist etwas anders, ne?
Mal ziehen. Da war noch eine Blende. Damit das da oben ausgespart ist, siehst du das System? Kommt sie nochmal so, das gleiche auf der anderen Seite und im Fenster. Im Fenster gibt es auch tatsächlich. Das wurde schon öfters benutzt. Ja, ist etwas, Ja, das ist ein bisschen etwas gängiger. einfacher zu bedienen. Okay, beides zu. Und hier an der Seite ist es offen. Sitze selber, ist das gut? Ja, die sind bequem. Sind bequem. Ja. Dreh nochmal. Haha. Was meinst du? Achso, den Sitz. Genau, Sitz nochmal drehen. Warte, ich muss den Hebel finden. Der ist nämlich ziemlich. Da ist er. Jetzt hab ich's. Mensch, das erste Mal im Hymer mit drehbaren Sitzen von Mercedes-Benz. So, und das ist dann quasi die Sitzgruppe. Ich zeige es dir gleich mal komplett, wenn man nur den Fahrersitz gedreht hat. Man könnte aber auch mit der kleinen Sitzbank, die man hier hat, müsste man gar nicht drehen. Könnte beide Sitze auch vorne lassen Ja. und hätte dann die Möglichkeit, sich einmal hier hinzusetzen und dann einmal hier gegenüber oder sich einfach mal in die Sitzbank rein. Ja, auch den Tisch kennst du nicht, oder? Nein, den Tisch kann ich nicht. Zeig mal. Was kann der? Guck mal, da ist ein Hebel. Wahrscheinlich, wenn du den hochziehst, kannst du ihn bewegen. Die Höhe und so weiter. Und da unten, ja, da ist der Feststellhebel. Jetzt könnte er schon. Kann ich auf jeden Fall verschieben. Auch nach links und nach rechts. Ein bisschen zumindest, ja. Also viel So, Spielraum. und er ist höhenverstellbar. Das heißt, du kannst hier noch ein Bett machen, Genau. indem du da ziehst. Dafür gehe ich. Da habe ich nämlich hinten Ausgleichspolster bereits schon gefunden. Eins haben wir rausgelegt, dass man hier vorne einhängt, sodass man ein komplettes Bett bauen kann. Hier vorne. Genau. So, das ist jetzt nun mal angedeutet. Der Genau. ging natürlich ganz runter, wenn du jetzt zur Seite wärst. Genau. Dann kommt das Polster drauf. Polster muss ich natürlich vorher nochmal entfernen, damit sich das ja auch anpasst, beziehungsweise Zur Seite schieben. zur Seite schieben nochmal. Mach mal. So, und dann noch ein bisschen nach hinten zu dir. Und jetzt kannst du noch ganz senken. So, und dann kommt das Ausgleichspolster rein. Marlene, ja, wo könnte denn der Fernseher sein? Weißt du schon? Ja, es wurde uns gezeigt. Der ist nämlich versteckt in der Küche drin. Genau. Zwischenküche und Wohnbereich. Ganz praktisch. Hier drin. Da drin. Großer Fernseher, Ja. sich das gehört. Ja, mach mal hoch. Auch den Schalter haben wir dann gefunden. Das Ganze geht elektrisch mit Anschlag. Fährt dann hier mit einem Aluprofil raus und steht dann zur Verfügung. Ein 32 Zoll Fernseher, richtig schön groß von Alphatronics. Da ist er und ich glaube genau an der richtigen Stelle, wenn man auf den Fahrersitz sitzt oder Beifahrer sitzt. So, du hast den Sitz mal in die Drehposition schon mal begeben, könntest jetzt hier rein. Da vorne ist das Fernsehen, da ist es drin, natürlich elektrisch fährt es rein und raus. Und ja, jetzt könntest du die Beine entweder dahin schieben oder könntest du gleich hier drauflegen. Ja. So ist das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Da kann ich die Beine hier drauflegen, eine Beinablage machen und kann dann schön Fernsehen schauen. Den Fisch noch mal ein bisschen beischieben. Beischieben, der Kaffee drauf. Kaffee, Tee, Kuchen. Schön. Ja, fahr ihn noch mal runter in den Fernseher. Unten ist übrigens auch beleuchtet, der Einstieg. Aber die zu finden, die Taste, wir haben am Anfang ein bisschen gesucht. Ging nicht. Nee, also da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das ist wirklich toll. Vom Platz her alles an einer Stelle. Warum sollte die Taste woanders sein? Eigentlich schon, aber gefunden haben wir sie nicht. Nee. Also wir hatten Hilfe. Mach mal zu. So, das Ganze ist dann die Ablage für die Küche, wenn man es nicht braucht. Und da sind wir schon direkt beim Thema Küche. Hier habe ich einen 3-Flammenkocher mit drin. Das Ganze recht edel gemacht. Von der Optik her. Ich zeige mal gerade so ein bisschen auf, ja, Metall-Landhausstil mit gebürstetem Aluminium hier unten, siehst du? Ja, so Küchenchef, ne? So stelle ich mir das vor, so ein bisschen. Da ist ja auch immer alles schön Edelstahl, gebürstet, clean, schön sauber. Klein, aber fein. Hier hast du dein Feld und Ja. auch da befürchte ich, dass du das da reinlegen kannst. Also da oben siehst du da diese 3 Teile.
dass du die hochkant reinlegen kannst. So wieder, meinst du? Nee, ich dachte mit der anderen Seite. Mit welcher Seite? Ja, probier mal. Klär mich mal auf. So, wenn du das jetzt so hast, könntest du es quasi so reinlegen. Dass es dann platzsparend drin ist. Könnte so sein. Ja, ich glaube eher andersrum, weil... So rum? Ja, weil das ist ja So passt, oder? die Tiefe. Ist ja andersrum, genau. Da ist die Tiefe. Also da ist die Ablage, dass das Ding nicht rumfliegt. Genau. Der Fernseher aber trotzdem noch ausgefahren werden kann, Richtig. wenn er da ist. Stützt dann sogar noch ein bisschen dann wahrscheinlich. Das ist der Mischer. Dann hier drunter. Ja, schon ein bisschen enger. Merkst du es? Ja, es ist enger, aber das ist natürlich je nachdem, was man möchte. Kompakt. Kompakt natürlich, ne? Und genau, hier ist dann die Schublade wieder mit Besteckkasten. Nochmal Ablagefläche mit 15 Kilo. Schließt auch alles, wenn ich es schön so gehen lasse. Nochmal Ablagefläche. Ja, wenn es auch voll ist, geht es wahrscheinlich noch besser. Genau. Und hier finde ich auch ganz süß gelöst. Nochmal der kleine Apothekerschrank. Für kleinere Sachen, hier oben zumindest. Hier unten kannst du dann auch nochmal vielleicht die Flaschen reinstellen, wie Öl, Essig, Mehl, das Paniermehl. Paniermehl. Darunter? Ja, das finde ich auch genial, ne? Also hier ist ja wirklich, hier hast du wirklich nochmal gut Platz, auch nochmal für Töpfe, Pfannen. Und hier nochmal, nicht nur im Eingangsbereich, die Mülltonne, hier kannst du vielleicht noch dann Restabfall reinmachen, wie zum Beispiel vom Kochen, ne? Wie Gemüse zum Beispiel. Dann oben hast du noch Stauflächen. Ja, also Die sind auch teilweise auch geöffnet. ja, also da links. muss man das bedenken, dass da was vielleicht eventuell rausrutschen könnte. Das heißt, dann das gummierte Geschirr am besten verwenden. Das rutscht da nicht hin und her. Das machen ja die meisten sowieso im Campingbereich. Also hier hast du wirklich Platz satt. Also wenn wir zu zweit unterwegs Da vorne ist sind, noch einer. Eben. Hier kriegst du für die Küche locker alles Mögliche rein. Da ist die Sattanlage. Da oben drin. Ja, wichtig ist, also meine Empfehlung bei dem Auto würde ich schon sagen, also 2 plus Hund oder vielleicht 2 plus Kind, maximal eher 2 oder halt alleine. Es gibt ja auch viele Leute, die machen so Vanlife alleine. Dafür ist es toll. Das hier ist so ein bisschen das Muster. Ich hoffe, man kann es so erkennen. Im Moment jetzt nicht gerade Ambiente Light mit drin, aber es hat so eine Riffelung mit drin. Und hier habe ich diese Multifunktionsschiene mit drin, wo ich auch Zubehör kaufen kann, die ich dann einhängen kann. So, Abdeckung drauf. Dann zeigen wir mal den gegenüberliegenden Kühlschrank. Der ist hier auf der Seite mit Backofen. Ja, also hier man hat nochmal Gefrierfach mit Öffnung in beide Richtungen. Wenn du jetzt dich hier auf der Seite befindest oder eben nachts vielleicht noch ein Eis essen möchtest. Genau, mach mal auf. Auch das geht nach beiden Seiten. Genau, der Kühlschrank. Schon fast Standard jetzt bei fast allen, die wir gesehen haben. Also toll. Finde ich gut. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und dann hier nochmal die kleine Backofeneinheit. Einheit. So, hier bin mal gespannt. Ja. Hast du auch nochmal ein Schränkchen. Da kannst du Backblech. das Backblech ablegen. Und vielleicht noch So. diverse andere Sachen. So, wenn du gerade unten bist, die Stauklappe, die Ja. da ist. Die eine, dahinter ist auch noch eine, sehe ich gerade. Da hat man richtig Stauraum. Guck mal, da ist noch mehr Stauraum. Hier ist doch super. Also da kannst du doch locker, ich weiß nicht, wer was wie deponieren möchte, aber vom Gewicht her würde ich da jetzt meinen Vorrat wie ein paar Dosen oder Nudeln, oder? Was würdest du da rein? Das könnte rein, es könnte aber auch eine Getränkekiste sein, denn die Tiefe passt ziemlich genau in eine Getränkekiste rein. Ein Doppelboden. Es geht noch weiter? Ja, du kannst ganz rechts ist die Durchreiche. Du kommst da dran. An die Tür. An die Tür, ja. Das war das, was wir eben gesehen hatten, gell? Die nicht genau, aufging. An beiden Seiten, ne? An beiden Seiten. Links und rechts, du kommst durch. Du kannst drauf zugreifen. Das heißt, du kannst links, rechts und als auch von oben drauf zugreifen. Links, rechts und oben. So, dahinter, hinter dir ist noch das Gleiche. Ja, hier sind noch mehr. Es geht ja weiter. Gut, das ist jetzt wirklich. Das ist der Elektroblock. Zugänglich von oben die Sicherung. Dann ist noch einer hier. Ja. Da geht's ja weiter. Hinter mir ist noch einer. Noch einer. Da ist die Aufbaubatterie drin, auch Platz direkt für eine zweite.
Kommt man auch sehr gut ran. 95 Ampere-Stunden. Okay. Zeig mal gerade den Boden, wie dick der Boden ist, bitte, wenn du den mal rausnimmst. Der ist nämlich wirklich von der Isolierung her, es ist so ein Schaumstoff, der mit drauf ist. Krass. Sehr schön gemacht. Ja. Okay. Und hier ist noch einer. Jetzt wird es aber eng. Oder kannst du dich hinsetzen? Ja. Und da unten Geht. ist auch noch einer. Auch noch eine. Also überall komme ich an den Doppelboden ran. Hier auch noch. Also sind tatsächlich bis hinten durch. 230 Volt und Das heißt, die Technik ist eher im Boden zugänglich. ja, das Ganze da unten, das sieht noch aus wie Holz. Was die Platte scheint das Holz zu sein. Okay. Kleines Detail nochmal, das haben wir eben vergessen beim Reingehen. Hier eine kleine Öffnung. Ah ja, da vielleicht. Direkt unter der Bank für Schuhe. Da ist noch Maximal was. 15 Kilogramm befindet sich auch hier unten drunter. Was haben wir denn hier noch für Tisch? Da ist noch ein Boden. Ja. Da ist nochmal Staufach drin. Also überall Staufächer, wo das Auge reicht. Geheimfächer. Was haben wir denn da drin? Jetzt willst du es wissen. Da ist der Ladebooster. Ah ja. Versteckelt. Schön. Ja, jetzt habe ich hier 2 Sitzplätze. Also insgesamt 4 Sitzplätze. Und das Ganze kann ich dann so umbauen, dass ich hier nochmal sitzen kann. Gut, gehen wir mal zum Thema Schrank. Den wollten wir öffnen. Genau. Kleiderschrank. Oben ein Fach beleuchtet. Jawohl. Kleiderstange. Eine Kleiderstange. Und der Rest Staufächer. So, und dann wieder die obligatorische Tür zum Verschließen. Ich gehe mal ganz zurück, du machst mal zu, damit ich mich im Bad auch komplett vereinzeln kann. Jetzt ist sie zu, wie eine richtige Haustür fast. Eine Zimmerinnentür. Okay. Dann hier auf der rechten Seite die Dusche, das ist die Transportsicherung. Ja. Kann man auch komplett abnehmen, das Ganze aus echtem Glas. Ist auch schick gemacht. Ich gehe mal rein oben. Nochmal oben auch mit einem Handtuchhalter oder Duschtuchhalter. Oder Kleiderschrank. Ja, wenn man Das ist so ein möchte. kleiner für, wenn ich mal in Winterurlaub fahre oder so. Da habe ich... ich darf unten... Das Rost darf ich nicht benutzen, wenn man duscht. Das wird angezeigt. Das ist wahrscheinlich nur eine Abdeckung, dass du mal reingehen kannst und das benutzen kannst. Zumindest wird angezeigt, man darf es nicht. Man sollte es entfernen, ja. Ja. Wahrscheinlich aus Holz. So, da ist die Sicherung. Dann muss ich jetzt mal, wenn du mal kurz rauskommst, Ja. gehe ich schon mal vor. Das hier ist das Schlafzimmer. Kann man auch ein bisschen was zeigen. Da gibt es noch einen Kleiderschrank gleich. Mach mal zu. Komm mal rein. So, und jetzt habe ich mein Raumbad und die Toilettenanlage getrennt. Auf Wunsch natürlich kann ich zumachen. Ah, das ist ja auch süß. Was ist süß? Zeig mal. Das ärgert mich ja manchmal auch, dass die Sachen dann, du stellst sie rein und du kommst wieder zurück nach der Fahrt, ist alles durcheinander. Hier kannst du es tatsächlich fixieren. Das ist auch eine schöne Idee. Expander, ein kleiner. Expander, genau. Kleine Expander. Schön. So, da oben hast du Rauchglas. Das ist auch ganz praktisch, falls dir einer von oben reinguckt. Ja. Da hast du Ja, hoffentlich. zum Auffangen. Genau, was haben wir denn hier noch? Guck mal. Oh, hier kommt dann das Toilettenpapier rein und ja. Wird nach vorne durchgezogen. Da ist eine Öffnung. Ja, stimmt, du hast recht. Ist ja süß. So, Waschbecken. Naja, aber es stört nicht, wenn du reinkommst, ne? Es ist aus den Beinen. Jeder Platz wurde gespart, finde ich praktisch. Dann die Zahnputzbecherhalter, die uns im Wohnmobil besonders viel Sinn machen, weil du nichts groß zum Abstellen hast. Du brauchst da jeden Platz. Genau. Wer noch gerne benutzt, kann man rausnehmen zum Reinigen. Du kannst auch theoretisch auch die Zahnbürste auch hier dann abstellen zum Laden. Das ist auch ganz Wo denn? Hier? Ja, hier kannst du einstecken und hier hinstellen. Oder da oben reinstellen, dann ist es auch aus den Füßen. So. Die Frage ist, wie kriegen wir mehr Licht rein? Hast du einen Lichtschalter gesehen? Ist das Also jetzt ein Taster? Ich glaube, ja, das ist Ja. ganz normale hier. Wenn du einen Taster hast, sind die meistens dimmbar. Wenn du die mal festhältst, Ja, das kommt. dann wird es heller, weil du brauchst hier richtig Power. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
super. Ja klar, wenn du dich schminkst oder so Ja, finde ich super, klasse. oder rasierst, dann irgendwelche Haare stehen lässt, bloß weil du sie nicht gesehen hast. Spiegel ist hier drin. Ja, das ist auch ganz schick. In der Tür nochmal der integrierte Spiegel, auch mit Haken wieder was zum Aufhängen. Okay. Unter uns befindet sich auch wieder etwas. Oh ja, Staufach. Das könnten aber auch die Zugänge zu den Tanks sein. Ja, Ja, sind sie auch. genau. Einmal Abwasser, einmal Frischwasser. Finde ich aber schon praktisch, alles überall zugänglich. So, jetzt hat man noch weitere Kleiderschränke. Dazu müssten wir uns aber jetzt mal ein bisschen Tetris spielen. Mach mal gerade die Tür zu einmal, dass man das mal sieht. Also hier bist du denn komplett vorne. Jetzt kann einer auf Toilette gehen, hat seine Ruhe. Komm doch mal raus. Und jetzt kannst du hier nochmal eine Tür zumachen. Siehst du die? Die Schiebetür, die hat oben eine Sperre, ganz oben. Ach ja. Wenn du die hochdrückst, dann kannst du feste hochdrücken. Dann kommt sie raus. Jetzt kann man hier zumachen, der Schlafbereich ist getrennt. Schön. So, dann tauschen wir mal die Plätze. Du gehst mal ganz kurz raus, mal am besten mal ganz raus. Machst mal zu. Ich komme mal mit zu dir und dann zeige ich noch mal gerade den Raum. Geh mal hier zur Küche hin, dreh mich langsam und du gehst mal vor. Denn wir haben nämlich direkt mal den Kleiderschrank entdeckt. Ja. Das ist die Bettanordnung. Also erkennt man ja meistens tatsächlich daran, dass die hier gespalten sind oder geteilt sind, die Betten. So, jetzt kann man die zur Seite legen, Also ich denke, das macht aufmachen. Sinn, ne? Du kannst es anheben und dann kommst du auch tatsächlich ganz easy an deine Kleider ran. Das ist doch Wahnsinn. Oder halt eine Hundebox. Die könnte auch hier drin sein. Theoretisch, wenn du die Tür offen lässt, warum nicht? Gasdruckdämpfer dabei. Ich weiß Hier nicht, vorne wie das habe ich. dann- Boah, der ist echt groß. Das ist riesig, also da passt was rein. Und das Ganze haben wir ja nicht nur einmal. Warte, ich zeig dich mal gerade daneben, dass man den Größenvergleich hat. Ja. Der ist wirklich groß. Und das gleiche auf der anderen Seite. Schau mal. Ich vermute es mal, weil, oder? Hier ist Doch, könnte sein. Ich guck's gleich mal. Wir gucken gleich mal nach. Der ist nicht ganz so breit, ich glaube, auf Ja. der anderen Seite. Ich glaube, da ist nämlich jetzt keine Teilung mehr vorhanden von der Matratze, aber wir schauen mal nach. Das war ja die Auflage für das Bett vorne. Mhm. Das kalte Stück in der Mitte. So, und hier habe ich jetzt Ah ja, guck mal, hier sind auch nochmal die Verlängerungsstücke. zum Einbau hier. Genau, wenn du die mal gerade reinlegst. Warte mal gerade, ich hoffe, du kriegst das hin. Also, ich erkläre es einfach. Ich glaube, das ist einfach. Wenn du mal gerade einen Schritt hoch gehst und dann hochhältst, dann sieht man hier praktisch diese Trapezform, die du jetzt hier hast. Und dort wird dieses Teil eingelegt und dann kann ich das Kissen drauflegen. Genau, das sind ja die Kanten. Dann wird es eingehängt, oder? Auf die Kanten drauf. Ja. So, kommen wir noch mal kurz zum Kleiderschrank. Ja, also der lässt Der ist wahrscheinlich normal zum Öffnen, gell? genau. So, da habe ich dann Kein, nochmal zwei genau, es Schränke ist drin. kein Kleiderstange, sondern Schrank. ein Schrank. So, jetzt gibt es was Besonderes. Ist das Ding eingehakt? Weißt du was? Du machst das bitte mal. Weil es so schön ist. Du hast es ja noch nie gemacht. Nein. Das ist wieder für die Freunde, die dann sagen, ja, hättet ihr euch nicht besser vorbereiten können. Aber es ist immer eine schöne Überraschung, wenn man sowas mal macht. Also da ist ein Holzstück, oben drauf kannst du weglegen, das Stück. Ich fahre mal gerade mein Licht ein bisschen mehr ran. Wenn du mir mal zeigst, was du gerade machst. Ich weiß, es ist schwierig, aber es könnte gehen. Ich versuche die gerade erstmal. So, da ist jetzt dieses Holzstück. Das, was oben drauf ist, kannst du mal rausnehmen. Ich glaube, ich hat gar nichts damit zu tun. Zwei kleine Platten, das sind so Brettchen. Mal gerade mal zeigen, das ist dafür da, dass du... Ah ja, das werden wir gleich mal wählen. Das ist Also interessante... für die Bettkante vorne. Für die Bettkante, ja. Dass du die... Oder Ach so, dass du nicht rausfallen kannst vorne. ja, ja. Okay, Oder für verstanden. Oder für den Kopfteil kannst du auch, je nachdem wie Warte, du ich zeig liegst. mal gerade, das sieht nämlich ziemlich... so ist richtig. Da bist du so dran gepresst, dass du Genau. nicht runterfällst. Weil genau. so kannst du dann ja tatsächlich irgendwie wohl... Mach die mal nach links, bitte. So. Und dann das mal einhaken. Wie könnte das gehen? Du bist ja, Tetris hast ja damals viel gespielt. Also, Wie man lesen kann, ne? maximal 80 Kilogramm Nur auf dieser Platte. auf der Platte, ja. Wow. Ja gut, du musst dich auch abstützen können. Und dann Schlecht, schlecht. wird die da draufgelegt.
wahrscheinlich drunter gehakt. So, und dann habe ich ein komplettes Bett. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Da ist die Platte, die jetzt reinkommt. Kleines bisschen. Ist sie drin? Ja, ja. Ist drin. So, jetzt ist die Frage, wenn du mal kurz rauskommst. Soll drin sein. Genau, ich zeige das mal gerade. Jetzt kommen wir ja da nicht mehr hoch, aber wir haben eben schon mal nachgeguckt. Also da kommt jetzt dieses Kalkkissen rein, was dort hier liegt. Mach das mal rein, das Kalkkissen. Dann sieht man direkt, dass es dann die Liegefläche dann vergrößert. Es gibt übrigens dann auch von Hyma gibt es spezielle Bezüge, die jeweils die einzelnen Kissen machen, passgenau. Ja. So, wie komme ich da jetzt hoch? Jump. Jump. Nee, es gibt eine kleine Treppe, die haben wir eben schon gefunden. Sag mal. Du hast sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Du hast auch schon probiert, ich noch nicht. Guck mal auf, da ist Ich sie bin drin. gespannt, ob man das jetzt öffnen kann, während das in dem Zustand schon Oh, ich denke schon. aufgebaut ist. Die Hyma-Leute. Es ist ein kleiner Fingerklemmer, wenn man nicht genau weiß, wie es später reingeht. So, jetzt wird die Treppe hier rausgefahren. Aber es geht. Es geht. Jetzt hast du hier die Trittstufe. Das erinnert mich an meine Oma, die hatte früher auch mal so ein kleines Trittbrettchen. Sieht aber stabil aus. Ich zeig's mal gerade hier drunter. Wird es aushalten und jetzt kommst du auf die Liegewiese drauf. Leg dich mal drauf, Vorsicht Füße. Das ist von der Größe her, hast du jetzt eine komplette Liegefläche. Ja, also theoretisch könnten ja auch 3 Leute liegen, ne? Ich meine, das hier ist schon alleine ein Ja. Bettchen, das und ich Enkel kann noch dabei in der Mitte. Kind, Enkel. Also Oder du hast einfach viel mehr Platz, eine Art Liegewiese. klar, wenn man nur zu zweit unterwegs ist, hat man ein großes Bett auf jeden Fall. Und natürlich, hier hast du nochmal Ablagefläche, hier hast du auch nochmal Stauraum. Wahnsinn. Also das ist... Noch ein Nöcher. Da hinten sind die 2 Lampen. Wenn du mal unten drunter in der Mitte einfach mal drauf tippst, von dem Sockel, genau, dann gehen die an. Und auch die kann man dimmen. Probier mal. Das festhältst. Ich teste. Nee, die gehen an aus. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Wenn du mal gerade beide mal anmachst, dass wir das Licht mal sehen können. So, und das ist so das Ambiente, wenn man hier liegt. Sehr, sehr heimelig. Also wir haben es auch warm schön hier drin. Nicht so kalt wie draußen im Moment. Ja, Das kann man sich jetzt richtig schön vorstellen. also finde ich gut gemacht, gut gelöst alles. Heimelig, auch mit den Gardinen hier nochmal. So, auf der Seite habe ich dann auch nochmal Stauraum, den gleichen. Alles sehr schlicht. Das Holz. Hier vorne habe ich noch eine kleine Kleiderstange. Ich nehme an, weil der Fernseher hier an der Stelle jetzt nicht montiert ist, aber der wäre wahrscheinlich hier an der Stelle dann. Vielleicht, Wenn er man montiert das wird. möchte, ja. Cool. So, mach mal da auf, nochmal einen Schrank. Ja. Auch der sehr tief. Ja, wirklich edel verarbeitet. Also anders kann man es gar nicht sagen. Die Fensterchen sehen auch aus wie im Hotel, so ein bisschen. Ja, auch hier, ne? Die Beschichtung oder. Ist das Stoff? Ja. Sieht edel aus. Und hier hast du auch nochmal so eine Kissenablage. Hier hast du auch nochmal Stauraum. Hier hast du auch Anschluss nochmal. Nee, Quatsch, das ist das Licht. Doch, hier oben. Na, geht's jetzt nicht mehr an? Ah, integriertes Licht. Okay. So, Ambiente-Licht Das quasi. ist auch schön gemacht, ja. Und hier ist auf jeden Fall nochmal USB, 12 Volt und nochmal Steckdose, klassische. Kannst du also hier Handy ablegen, nachts kann es dann Da ist noch eine Ablage drüber. laden. So, komm, wir gehen mal raus. Das ist ja der Hyma im Selbsttest. Hier ist nochmal ein großes Heki oben drin mit dem Putzlicht, was im Moment hier reingestellt wurde, damit man etwas mehr Licht hat drin. Und das ist die Sitzgruppe. So, dann geh mal komplett raus, Marlene. Lass die Tür mal offen. Ich mache mal gerade eine Kamerafahrt nochmal durch den Wagen, dass wir das komplett sehen. Also hier hat man dann das Bett. Komplett jetzt umgebaut als Liegewiese mit großen Maßen. Kann ich gleich mal vorlesen draußen. Hier hat man dann linke Seite Dusche. Auf der rechten Seite das Bad.
mit der Toilette. Und dann der Küchenbereich, der hier drin ist, mit 3 Flammenkocher, Spülmöglichkeit und jede Menge Staufächer, die alle durchgehend angeordnet sind. Stromlinienförmig fast. Der Tech Tower auf der rechten Seite. Und dann die große Sitzgruppe, die sehr hell wirkt, weil sie eben weiß ist. Ja, tolles Auto. Der Hymer B-Klasse MLT 780. Und hier sind nochmal die technischen Daten, falls Sie es nachlesen möchten. Mit jede Menge Ausstattung. Die Länge sind 7,89 Meter, also fast 8 Meter lang. Breite sind 2,35 Meter, Höhe sind knapp 3 Meter, 2,96. Und es ist hier ein 4,5 Tonnen Fahrzeug. 110.990 Euro. Wir gehen mal ganz zurück. Du mal gerade die Tür nochmal zumachst und die Klappe bitte. Ja, wir sind bei der Freistadt in Sulze-Moos. Hier steht er 110.990 Euro. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke Marlene. Sehr gerne, Sven.